Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein weiteres Rezept für Gnocchi al forno. Dieses Mal vegetarisch mit Pilzen in einer cremigen Weißwein-Sahnesoße. Dafür benötigen wir als erstes eine große Zwiebel sowie 2 bis 3 Knoblauchzehen. Zwiebel und Knoblauch abziehen, danach beides fein hacken und wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch hineingeben und bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden für ein paar Minuten glasig anschwitzen. Währenddessen kümmern wir uns um die Pilze. Ich habe hier 500 Gramm braune Champignons. Die Pilze putzen und dann mit einem Messer in Scheiben schneiden. Die fertig geschnittenen Pilze jetzt mit in die Pfanne geben. Die Hitze dafür eventuell etwas erhöhen und wenn nötig noch etwas Öl nachgeben. Und die Pilze dann ebenfalls für ein paar Minuten mit anbraten, gelegentlich mal umrühren bzw. wenden. Und sobald die Champignons anfangen Wasser zu verlieren, geben wir die Gewürze dazu, einen Teelöffel süßes Paprikapulver und eine gute Prise Salz und Pfeffer. Das war's auch schon. Die Gewürze kurz unterrühren und dann geben wir einen Schuss Weißwein dazu, löschen die Pilze damit ab. Alternativ zum Weißwein könnt ihr auch Gemüsefond bzw. Brühe dazu geben. Den Weißwein jetzt unterrühren, nahezu komplett verkochen lassen und danach kommen nur noch die restlichen Zutaten in die Pfanne, 200 Milliliter Sahne sowie 800 Gramm Gnocchi aus dem Kühlregal. Alles ein letztes Mal gut umrühren, zum Kochen bringen und für ein paar Minuten leicht köcheln lassen, bis die Soße eine schöne cremige Konsistenz erreicht hat. Zum Schluss noch mit etwas Salz, Pfeffer und gegebenenfalls mehr Paprikapulver abschmecken und so könnten wir die Gnocchi auch schon servieren oder aber ihr gebt sie zum Überbacken nochmal kurz in den Ofen, dafür in eine passende Auflaufform umfüllen, gleichmäßig darin verteilen, geriebenen Käse obendrauf. Ich habe mich diesmal für geriebenen Mozzarella entschieden und dann ab damit in den Backofen, relativ weit oben mit angeschalteter Grillfunktion, so lange bis der Käse geschmolzen ist und eine schöne goldbraune Farbe angenommen hat. Die fertigen Gnocchi anschließend aus dem Ofen holen. So sehen die überbackenen Gnocchi mit Pilzen dann aus. Jetzt auf Tellern verteilen, eventuell mit etwas Basilikum garnieren und servieren. Danach wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.